Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Buskanal, wo ich ja Busse vorstelle und mittlerweile jetzt auch Bahnhöfe, sogar im Ausland. Ich bin immer noch in der Schweiz und ich suche mir ein paar Bahnhöfe aus, auch wenn die nicht so groß sind, da wo besonders so Postautos sind. Seid einfach gespannt, bleibt dran und schaut zu, was ich alles vor der Linse bekommen habe. Nach dem Intro geht's los. Bis später. So Leute, jetzt können wir den auch noch mal sehen, wie er hier abfährt. Mir ist aufgefallen, das ist ja auch einer mit 3 Türen. Ne? Die Fahrgäste sind einfach gekommen, haben drauf gedrückt und konnten dann schon direkt einsteigen. Jetzt kommt hinter mir noch ein Zug. Ja, ein bisschen Sound haben wir noch mit dem Hybrid gehört. So Leute, da sehen wir auch mal den ersten TPF-Bus. Ja, der fährt jetzt weiter. Auch ein schöner Citaro. Der hat hier jetzt ein paar Minuten Aufenthalt. Jawohl. So Leute, ich habe den Kollegen gefragt, der heißt Hamid, der kann hier, ich darf in den Bussen ein paar Fotos, ein paar Aufnahmen machen. Das ist ein sehr schöner Citaro K jetzt. Das ist ein Citaro K mit dem Wagen Nummer 117. Die haben ganz normale Kasse, so wie wir das haben. Ja, von Kraut, und so wie ihr sehen könnt, der hat ganz anders als bei uns. Die Türen, die gehen auch hier von der Seite auf, aber die Kollegin, die hat echt recht gehabt. Der hat echt für Fahrgäste richtig an jedem Sitz hat der so schöne Sicherheitsgurte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist auch hier ganz anders wie bei uns, so mit Stufen, wenn ihr sehen könnt. Ja. Oben mit Kamera, hier kann man festhalten. Hier ist auch nochmal die Halteknopf und so. Ja. Wirklich ein sehr schöner Bus. Hier auch mit Sicherheitsgurt. Ja. Das war doch mal sehr schön von dem Kollegen, dass er mich hier filmen lassen hat. Der fährt jetzt die Linie 530, Kerzers Bahnhof, Mühlengasse. Leute, ich habe hier noch gesehen, der hat hier zum Beispiel hier noch die Felgenschlösser, anders als wie bei uns. Die lösen sich auch nicht. Ja, hier kann man auch sehen, dass sie schön gesichert sind. Ja. Plus mit Rückwärtskamera für die Rückfahrt. Anhänger können die sogar auch mitziehen. Einen schönen Sound hat er auch. Dann schauen wir den auch noch mal zu, wie er gleich hier wegfährt. So Leute, ich habe den natürlich verfolgt und hier ist er voll in Aktion. Als ich dann wieder zurückkam, habe ich dann dieses entdeckt. Hier haben wir direkt 2 Busse, einen so ein Solaris Postauto, der hier steht. Der hat aber auch keine Sicherheitsgurte, weil das kein Überlandbus ist. Aber das hier, das ist der andere TPF-Bus. Ja, wirklich sehr schön. Mal gucken, ob der hier, der hat wieder Sicherheitsgurte. Jawohl. Und das ist, glaube ich, Vasco. Ja. So Leute, ich habe den Kollegen gefragt, ich darf mitfahren. Dann können wir auch ein paar Einblicke aus dem Bus
und die Umgebung haben. Der fährt jetzt nach Lugnore, Place de Pommer oder so ähnlich ausgesprochen. Schauen wir mal. So Leute, dann fahren wir mal so langsam los. Mal gucken, was uns erwartet. Die haben auch sehr viele Kreisverkehre hier. Der fährt jetzt weiter nach Galmetz, Käserei. Jetzt kommen wir in ein Galmetz Käserei, die Haltestelle. Alles kleine Dörfer. Das ist hier die Haltestelle Käserei. Jawohl. Ade, schönen Abend. Tschüss. Busfahrer sind auch nett, die verabschieden sogar die Fahrgäste. Das ist hier der Friedhof und die haben auch einen McDonald's hier, da war ich auch schon essen. Aber der Bus an für sich ganz schön, ganz leise, wie wir es gewohnt sind von Mercedes. Wenn ihr gemerkt habt, der Fahrer, der benutzt auch gerne schon mal den Retarder, auch sehr gut. Ganz oben, da liegt sogar noch Schnee. So, wir haben hier TPF Gar, das ist der Bahnhof von TPF. Haben wir Leute aufgenommen und wenn ihr sehen könnt, da dieser Stecker, damit wird das Bordnetz hier vom Drucker versorgt. Und da oben auf den Drucker, da können die Fahrgäste ihre Karte reinlegen, drauflegen, dann wird das Geld abgezogen. Natürlich sind hier auch so alte Städte, wo alles so eng ist. Hier muss man schon wirklich fahren können. Hier auch wieder so eine Engstelle. Erstmal rantasten. Ja. Wenn er durchgefahren wäre, immer schön rantasten. Oh, il y a Emmanuel qui vient. Ouais, mais en même temps, vous l'avez décrit comme un psychopathe, hein, qui était juste là un petit peu tombé. Jetzt können wir fahren. Mais moi, j'ai jamais vu ces scènes. Je vais pas monter en buggy. C'est que c'était un peu chouette. Donc, quand il les a quittés à sa maison, au bord de l'air, avec celui, il a dit qu'il ne veut pas abandonner. Il l'a vu. Wirklich eine sehr schöne Gegend, wenn man hier als Busfahrer unterwegs ist. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Genau. Jetzt geht's hoch zum Old Murray oder wie das heißt. Ja, eine Sehenswürdigkeit da oben. Und hier muss der Citaro mal ein bisschen sich quälen. Aber er schafft es. Lugnore. Okay. Sehr schöne Aufnahmen nochmal hier von hier oben, Leute. Sowas seht ihr nicht alle Tage. Ja. So Leute, ich bin mal ein Stück weiter gefahren
um euch auch mal Wieland vorzustellen, da wo die ganzen TPF-Busse stationiert sind, aber nicht von Freiburg, weil in Freiburg haben die ein eigenes TPF-Lager. Das hier ist von Wieland, so eine Art Privatunternehmen, aber eben halt hauptsächlich mit TPF. Und das ist hier die Garage oder wie man so schön sagt. Und die haben hier auch einen schönen Setra Doppelstock. Und die anderen Busse, die stehen auch da hinten. Weil jetzt ja Mittagszeit ist, sind alle natürlich unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hier zu fahren. Wer weiß. Mal schauen, wie die Lage sich ergibt. Die haben hier auch noch so einen schönen kleinen Bimmelbahn. Da können die Leute hier so eine Sightseeing-Tour machen. Denke ich mal. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, sonst im Moment gibt es keinen. Die haben auch mehrere Busse hier, auch Reisebusse, Reisekar nennen die sich hier. Aber im Moment ist, wie gesagt, sind alle unterwegs. Gut, dann laufen wir mal weiter. Wir sind hier mal in Murten am Bahnhof. Hier wird auch TPF angefahren. Die 520 nach Gempenach-Dorf und die 548 Gümmenen Bahnhof. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Busse. Züge sind auf jeden Fall schon mal da. Ansonsten schaue ich mal in die City, was so in der City los ist. Hier kommt wieder ein schöner TPF Citaro K. Aber sagt mal Leute, die Lackierung, die ist doch geil, oder? Der sieht richtig gut aus. Also mir persönlich haben diese TPF-Busse gefallen. Jetzt kommt hier so ein kleiner Iveco. Der ist nur auf einer Linie im Einsatz. Ja, da ist so ein 16-, 17-Sitzer. Da ist es ein bisschen eng. Der fährt diese Linien ab. Das hier ist die Orientierungsschule in Murten. Wenn ihr sehen könnt, hier ist die Linie. Hier sind die Zeiten, wo die abfahren. Ja, mit einem schönen Platz hier. Ja, und das ist der kleine Iveco-Bus. Ja. So Leute, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch mal eine Runde wieder mitfahren. Das ist jetzt die zweite Fahrt, eine andere Strecke. Ja. Ich habe ja auch eine Begleiterin. Die ganze Woche hat sie mir auch alles gezeigt und so. Wirklich sehr schöne Gegend. Mal gucken, was uns noch alles erwartet. Ich sitze jetzt mal ganz hinten in so einem Citaro K. Aber wie ihr sehen könnt, alles hier so eng. Ja, schaut mal, der muss richtig großen Bogen nehmen, damit er hier an dem Schild hier vorbeikommt. Ja, also hier muss man schon richtig gut fahren können. Und der Sound hier von diesem Bus ist auch nicht schlecht. Ne, bevor Fahrgäste sind, habe ich gedacht, mache ich mal noch ein paar Aufnahmen für euch. Wenn nachher noch Sehenswürdigkeiten oder so gibt, zeige ich euch die natürlich auch. Leute, das ist doch mal eine herrliche Gegend hier, oder? Das hat sich wirklich gelohnt. Und auch der nette Kollege hier, dass er uns mitgenommen hat hier, uns und euch das alles zu zeigen. Und der Citaro K, der ist wirklich für die Berge hier gut geeignet. Der zieht gut. Ne? Und bei Berg runter mit Retarder und so wirklich ideal. Und auch wenn es mal warm ist, der hat eine große Klimaanlage. Haben wir ja gerade gesehen. Wirklich toll. Leute, ich hatte ja letztens in einem Video gesagt, dass die TPF vielleicht keine Züge haben oder so. Nein, das stimmt nicht. Schaut mal. TPF hat auch eigene Züge. Auch mit den Farben, wie die Busse haben. Und den Punkten. Ja, das wollte ich auch noch mal korrigiert haben. Also ein TPF-Train gibt es auch. Hier am Bahnhof machen die Busse dann Pause. Der eine fährt zurück und der andere hat hier jetzt eine Stunde Pause hier am Bahnhof. So Leute, wir sind wieder zurück in Kerzers. Hier bin ich eine Woche
Hotel Jura heißt das, direkt gegenüber hier vom, da kommt gerade ein Zug, aber ich denke mal, ihr könnt mich trotzdem hören. Direkt gegenüber vom Bahnhof, wirklich ein sehr schönes Hotel zum Übernachten und so hat es wirklich gereicht. So, ich verabschiede mich von euch und sage auf Wiederschauen, bis nächstes Mal hier auf Memedoe. Ciao Leute.